Heute bin ich hingegangen und habe mal meine NOHABs der belgischen, der dänischen und der norwegischen Staatsbahn auf die Schienen gesetzt. Ich hatte heute hier einige technische Probleme, aber ich denke, ich habe ein Video zusammenbekommen. Ich habe mal ein Bild rauskopiert aus dem 1973er Katalog und hier sind dann tatsächlich alle 3 Bahngesellschaften gleichzeitig mit ihren NOHABs vertreten. Und anfangen möchte ich mit der Märklin 3066 der belgischen Staatsbahn, eine belgische Mehrzwecklokomotive Typ 204. Wird dieselelektrisch angetrieben mit ihren 1750 PS Antriebsleistung, wird sie für leichte Güterzüge, aber auch für Personen- und Schnellzüge eingesetzt und erreicht 140 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. So viel zum Vorbildtext von Märklin damals aus dem Katalog. Der Modelltext der Lokomotive 3066, Diesellokomotive Modell des Typs 204 der belgischen Staatsbahn, SNCB mit der Achsfolge COCO oder C0, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das bezeichnet wird, aber das könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben, dann weiß ich fürs nächste Mal wieder mehr. 3 Achsen angetrieben, 4 Haftreifen, Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt, auf den Stirnseiten beleuchtetes 3-Licht-Spitzensignal, grünes Metallgehäuse, feststehende Pufferbohle, Dach schwarz, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen, an beiden Enden Kupplungshaken, Länge über Puffer 20,5 cm und die technischen Daten sollten bei allen 3 Lokomotiven dann gleich sein. Und hier ist dann mein Modell, der NOHAB 3066 von Märklin. Hier in der 3. Variante, gebaut von 1966 bis 1987. Mein Karton hat leider nur eine Innenprägung von der Nikolaus Kempten GmbH ohne Jahreszahl, deswegen kann ich nicht genau sagen, von wann meine Lokomotive hier stammt. Die passenden Wagen habe ich hier auch aus dem 1973er Katalog, sind die 4069er D-Zugwagen bzw. D-Zug-Liegewagen 2. Klasse, Modell des RIC, Liegewagens der belgischen Staatsbahn, Dach mit imitierten Lüftern, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen, Länge 24 cm und das Ganze ist dann zum Glück noch eine Blechausführung. Ich habe dann die 5. Variante von dem Wagen, die wurde von 86 bis 89 wohl gebaut. Und diese hat dann in der letzten Ausführung auch schon eine Inneneinrichtung. Ich habe dann insgesamt 4 von den Wagen und so sieht der Zug dann hier bei mir auf der Anlage aus. Ist in den Grüntönen hier für mich eine sehr schöne Kombination und dadurch, dass die Lokomotive auf dem Innenkreis fährt, schaffe ich es auch tatsächlich auf meiner Minibahn, alle 4 Wagen da hinten mal gleichzeitig dran zu hängen. Und dann kommen wir zur dänischen Variante der NOHAB-Lokomotiven, das ist dann von Märklin die 3067. Der Vorbildtext aus dem 73er Katalog von Märklin, diese Mehrzwecklokomotive. Diesel-Mehrzwecklokomotive, das sollte bestimmt heißen Diesel-Mehrzwecklokomotive. Serie MY 1100 der dänischen Staatsbahn DSB werden dieselelektrisch angetrieben. Das heißt, der Strom für die an den Achsen liegenden Antriebsmotoren wird in die Lokomotive von Generatoren erzeugt, die ihrerseits von Dieselmotoren angetrieben werden. Unter anderem sind die internationalen Züge der Vogelfluglinie mit diesen Maschinen bespannt. Dieser Loktyp stimmt mit dem belgischen Typ 204 weitgehend überein. Und die technischen Daten von dem Modell entsprechen dann der 3066 der belgischen Staatsbahn. Mein Modell ist dann schon etwas neueren Ursprungs, das heißt, es ist bei mir die 6. Variante. Diese wurde gebaut von 1992 bis 1993. Die passenden Personenwagen sind die 4045, D-Zugwagen 2. Klasse Modell, das B 2300, der Danske Staatsbaner, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen, Länge 24 cm, eingerichtet für Innenbeleuchtung und Stromzuführung. Und der Wagenkasten hier dann auch wieder in der Blechausführung. Hier habe ich dann die Variante, die von 1967 bis 1974 gebaut wurde. Diese Wagen sind dann ohne Inneneinrichtung, haben aber oben ein längs geriffeltes Dach. Von den 4045er habe ich dann 3 Wagen und ergänzt habe ich diesen Zug mit einem Wagen aus dem Set 00766 und zwar mit dem Wagen 07. Ich weiß jetzt leider nicht, wann dieses Set von Märklin produziert wurde, aber der Unterschied besteht jetzt darin, dass wir hier eine Kunststoffinneneinrichtung haben und oben aufgesetzt auf dem Wagen ist dann sozusagen das Standardblechdach, sodass man die beiden Wagenmodelle ziemlich gut unterscheiden kann. Hier habe ich dann mal die beiden Originalpackungen auf der linken Seite aus den 60er Jahren, die 4045 und auf der rechten Seite die 00766-07. Und Märklin hat die neuere Variante hier tatsächlich, wenn man das Dach abnimmt, dann komplett bedruckt. Wenn man also irgendwann gar nicht mehr weiß, welcher Wagen zu welcher Packung gehört, dann kann man das direkt auf dem Wagen sozusagen noch nachlesen.
Und hier ist die Kombination dann auf meiner Anlage unterwegs. Vorne der neuere Wagen, der 07er und dahinter die 4045. Leider muss ich jetzt den Zug hier auf wieder 3 Personenwagen begrenzen, weil ich diese extrem kurzen Bahnhofsgleise habe. Und im Automatikbetrieb würden sonst die Züge sozusagen aneinanderstoßen im hinteren Bereich. Deswegen ist das wieder auf 3 von den Personenwagen begrenzt. Und dann kommen wir zur norwegischen Variante der NORAB-Lokomotiven und da ist der Märklin-Text: Soweit die Strecken der norwegischen Staatsbahn noch nicht elektrifiziert sind, geht man dort mehr und mehr zum Dieselbetrieb über. Das Original unserer Modelllok hat die Typenbezeichnung DI3. Mit ihren 1900 PS Motor erreicht die Maschine 100 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Bis auf die Dachausrüstung ist die Verwandtschaft mit dem belgischen Typ 204 und dem dänischen Typ MY 1100 unverkennbar. Die technischen Daten des Modells sind wieder gleich, aber hier habe ich eine Ausnahme, und zwar habe ich nicht das Modell 3068 von 1973, wie es hier abgebildet ist, sondern ich habe von Märklin die 3143. Das ist wohl ein Exportmodell von 1983, was damals wohl nur für Norwegen produziert wurde. Mein Modell hatte wohl schon einiges mitgemacht, habe sie damals gebraucht so gekauft. Hat schon einige Kratzer und Schrammen abbekommen und einige Kilometer auf anderen Anlagen hinter sich. Aber die Lokomotive hat mich damals 35 € gekostet und da konnte ich nicht Nein sagen. Habe sie digitalisiert und die Fahreigenschaften sind immer noch ganz wunderbar. Mit den Wagen ist es so, soweit ich weiß, hat Märklin damals in den 70er Jahren parallel zur Lokomotive keine Personenwagen auf den Markt gebracht. Deswegen sind meine Personenwagen jetzt hier aus dem Wagenset 29660. Das war damals ein komplettes Anfangsset mit Digitalzentrale, Gleis, damals auch schon C-Gleis und den 3 Wagen und der Lokomotive. Das Ganze kam wohl 2013 auf den Markt und hier ist dann mal der erste Personenwagen. Der zweite Personenwagen hat dann wohl eine andere Nummer, und zwar haben wir hier die 19923 und der zweite Personenwagen hat die 19925. Und passend zu den beiden Personenwagen und der Lokomotive gab es dann hier noch den entsprechenden Gepäckwagen in dem Set. Und so sieht der Zug dann bei mir auf der Anlage aus. Die Wagen sind jetzt nicht mehr in Blech ausgeführt, sondern es sind Kunststoffwagen, haben dafür aber wenigstens eine komplette Inneneinrichtung. Hier habe ich leider nur die 2 Personenwagen, da werde ich mal schauen, ob ich bei Gelegenheit den Zug noch ergänzen kann. Und das waren dann meine 3 Zugkombinationen mit den NORAB-Lokomotiven, mit der dänischen, der belgischen und der norwegischen Staatsbahn. Für mich 3 wunderschöne Lokomotiven, hier komplett mit den passenden Personenwagen. Ich freue mich, dass ich sie so zusammenbekommen habe und lasse hier noch ein paar Runden drehen.
So, das war's mit meinem Video dann für heute mit den 3 No-Hubs. Wenn ich irgendwas vergessen, verdreht habe, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde es dann ändern, auch mit dem CO oder C0. Wäre schön, wenn ihr mich da aufklären könntet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.